Guten Morgen, Tag 3 in Palermo. Moped ist weg. Ja, keep on. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Cash organisieren und dann klappt das. Er hat uns ja gesagt, in Marsala gibt es den schönsten Sonnenuntergang Siziliens. Den holen wir uns jetzt mit einem kühlen Getränk. Likör. Alles, was wir uns in die Birne kippen können, Schatz. Heute wird gefeiert! Gefressen, Baby! Wir kommen an und der eine Typ erzählt uns gleich, ihm haben sie in Palermo die Koffer vom Motorrad gestohlen. Wow. Also da oben bin ich noch gestanden bei der Burg. Da warst du. Ja. Wahnsinn. Ja, da habe ich sie noch gesehen, wie sie auf die Burg zufliegt. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 3 Stunden hier oben. Bald ist es 18 Uhr, 18:30 Uhr. Und die große Frage wird sein, haben wir die Drohne gefunden oder nicht? Warte mal, Rucksack habe ich, dich habe ich, Geld habe ich, Moped haben wir. Alles dabei, oder? Festhalten! Und da fährt Verkehr durch den Kreisverkehr! Mega geil! Gestern zum ersten Mal in meinem Leben angekommen in einem Hotel und das Zimmer war nicht gemacht. Salinen zur Salzgewinnung hier in Trapina. Und meine Frau ist die glücklichste der Welt. Also mit Geschwindigkeitslimits hat sie echt ein Problem. Auf der Autobahn eine Baustelle, wo einfach 10 steht, tatsächlich 10. Da fährst du 100, dann steht 10. Ziemlich unseriös. Die Aussage, wie findet ihr Sizilien? Und wir sagen gut. Sind die Leute nicht ganz so überzeugt, ob sie es selber auch gut finden, vom subjektiven Eindruck? Ich finde Sizilien auch nicht gut. Du findest Sizilien auch nicht gut. Möchtest du uns Feedback geben, Schatz? Ich finde alles scheiße. Es ist super heiß auf der Hitze. Es ist alles dreckig, schmutzig. Müll einfach bis zum Hals und Chaos. 36 Grad hat es hier. Spring rauf, holen wir uns ein bisschen Fahrtwind. Immer wenn du etwas zu trinken siehst, lass uns bitte was kaufen, weil wenn wir hier eine Panne haben, haben wir auch ganz andere Probleme. Und ja, wir haben tatsächlich einen Strafzettel gekriegt. Also, wenn ich mir überlege, ob ich nochmal nach Sizilien komme, ist mir voll egal, dass mein Moped gestohlen wird. Und ich würde wiederkommen. Aber totale Willkür kann ich nicht akzeptieren. Würde ich nicht wiederkommen. Das hier ist keine Straße mehr mit Schlaglöchern. Das hier sind nur noch Schlaglöcher, wo einmal Straße war. Heftig. Doppelte Sperrlinie. Wir fahren 60, statt 60 fahren wir schon 100 hinter dem Audi nach. In dem Moment überholt uns über die doppelte Sperrlinie noch ein Smart. Volles Tempo. Also wenn ihr nicht schneller als das Tempolimit fahren wollt, kommt niemals nach Sizilien. Mega geil. Wir haben noch Pizza von gestern. Oh. 240 Kilometer bei 36 Grad, Schatz. Welcome to Paradise.
mega der Hit, wenn du ein ganzes Jahr dich auf Sizilien freust. Weil letztes Jahr wollten wir es schon machen, aber Corona ist dazwischen gekommen, dieses Jahr. Und dann ist der Tag der Abreise gekommen und es regnet den ganzen Tag. Deshalb jetzt 7 Stunden auf nach Genua von München. Im Regen, wahrscheinlich 50-60% davon. Bestenfalls ab Mailand wird es schön, dann geht es mit der Fähre nach Sizilien. Deshalb willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid auf ein geiles Abenteuer Sizilien 2022. Und Schatz, wie fühlst du dich? Geil, wir haben wirklich öfter so ein Glück. Dementsprechend einmal sind wir schon in die Pyrenäen gefahren. Damals haben wir gesagt, dort kein Niederschlag, wir brauchen auch keine Regenmontur. Deshalb, auch wenn wir sie diesmal nur für diesen einen Tag brauchen, wir haben sie immerhin an und auf geht's! Willkommen in der Schweiz! Juhu! Meine Eier sind feucht. Und zwar nicht aus Liebe, sondern weil es reingehauen ist. Fast. Geld habe ich, tanken können wir, Ausweis habe ich. Wie sieht's denn aus mit Hunger bei dir, Schatz? Was Warmes hätte ich gerne zum Trinken vielleicht. Ja, dann holen wir uns was, oder? Ich habe auch schon echt Hunger. Weil bis wir jetzt die Schweiz durchquert haben, also 1/3 haben wir schon. Aber bis wir die Schweiz durchquert haben, wird sicher nochmal 200 Kilometer. Und dann dauert das schon. Erstes Mal tanken nach knapp 213 Kilometer. Ja, 30, 40 Kilometer hätten wir schon noch machen können. Aber wir müssen sowieso die Vignette kaufen hier. Also kein Weg daran vorbei, kurz eine Pause zu machen. Also gleich mitnehmen. Alles was geht mitnehmen. Spring rauf. Yeah. Also darfst schon. Du darfst schon. Ja. Nein, ich warte lieber. Also hier, Zwischenstopp Schweiz, erledigt. Vollgetankt, 2 grüne Tees. Schön aufgewärmt, gutes Päuschen. Auf geht's. Gute Fahrt. Unglaubliche 270 Kilometer mit dem Tank gemacht. Das ist neuer Rekord, das kann man nur in der Schweiz schaffen. Und jetzt hier nahe Mailand und jetzt wird gegessen. Und die Sonne ist hier und es hat 27 Grad, 29 sogar. Richtig. Jetzt kein Regen mehr. Ja. Alle guten Dinge sind 3. Wenn man Italien nicht zur Mittagszeit isst, jetzt kritisch. Na Schatz, wie war dein erstes Lunch auf dem Golfplatz? Ihre Session für 5 Minuten Fame sind vorbei. Also wir haben dieses geile, leckere Essen gegessen. Jetzt geht's weiter, 2 Stunden und der Regen holt uns ein, aber wir sind schneller. Oh hoppa. Perfekt, zweiter Tankstopp unglaublich. Wir haben echt 270 Kilometer geschafft. Das macht nur die Schweiz möglich. Verbrauch von 5,3, 5,4 Liter. Unfassbar. Und deshalb jetzt heißt dem Schlechtwetter entkommen. Spring rauf, Bonita! Warte mal. Palermo. 6, 5. Jawohl. Aber ein bisschen zu früh, oder? Viel zu früh. Pünktlich bei der Fähre angekommen, alles nach Plan. Freundin sucht noch schnell nach dem Korb.
Ich mache dabei Pause. Kurz davor der Regen kommt. Juhu! Das ist doch ein perfekter Ort für ein Update. Ich weiß nicht, ob ich hier hätte sein sollen, aber bin gerade die Treppen gegangen. Versuch mal zu Fuß das ganze Schiff abzugehen. Geil, deshalb hier den ersten Morgen auf der Fähre gerade. Gestern war es perfekt geklappt, knapp 7 Stunden Fahrzeit. Plus minus 600-700 Kilometer, 2 Tankstopps, bin echt überrascht. Die Schweiz hat es gerettet, also deshalb definitiv kann ich empfehlen, diese 35 € Jahresvignette und dann durch die Schweiz fahren. Kilometer sparen und Sprit sparen, zahlt sich auf jeden Fall aus. Jetzt geht's auf nach Sizilien. Deshalb, und heute kommen wir in Sizilien an, deshalb mega genial, ich freue mich schon riesig. Vor allem freut sich riesig die Kajüte, die Kabine ist ein Traum, die Kabine ist ein Traum. Hier bei Eindrücke. Also wirklich, ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich habe definitiv in vielen Hotels schon schlechter geschlafen als hier in der Kabine. Das war wirklich hammermäßig. Voll genial. Deshalb ich freue mich. In die Garage darf man nicht mehr, sobald das Schiff fährt. Wir haben es vermutet, aber ich habe meine Kontaktlinsenflüssigkeit vergessen im Moped. Es gibt bei den Packtaschen immer noch diese Wurst, nennen wir es. So ein kleines Ding, das du beim Auspuffslot so reinschieben kannst. Wir haben es am Anfang nie verwendet, versuchen es jetzt aber zu verwenden, deshalb vergessen wir es immer. Haben es natürlich beim Moped vergessen. Das bleibt quasi immer in diesem Zwischenschacht so drin stecken. Dann ist er einfach zu vergessen. Dementsprechend hat man mir bei der Rezeption weitergeholfen, genau, voll nett. Zuerst wollten wir den Arzt holen, der hat wohl eine Kochwasserlösung parat gehabt, aber ja klar, das kann man ja selber mixen. Und dann ist einfach eine Angestellte vorbeigekommen. Hey cool, ich habe Kontaktlinsenflüssigkeit, ich kann dir gerne was abgeben und habe 2 Stamperl gekriegt mit Kontaktlinsenflüssigkeit. Traumhaft. Also bin ich gut durch die Nacht gekommen. Wäre auch kein Weltuntergang gewesen, sonst kann man mitschlafen, aber sie wollten dann echt nicht runterlassen. Ganz spannend. Besonders weil wir auf Parkdeck B sind, erste Unterebene, da ist wohl noch extra gefährlich. Das war's. In diesem Sinne,
Ciao. Ja? Vorgängermodell. Ja, sicher. Die sind doch noch hell! Sie waren beide hell. Ja. Ich bin auch jetzt aufgewacht! Und die ganze bestimmt, die verrückte Farbe mit Leder! Ja, das war Und die Helme auch noch! Wollen Sie drauf, ja. Auf den Rettungswagen gemacht. Das ist ja klasse, das. Brauchen wir nur noch einen Parkplatz. Abzeiger? Oder? Der Fahrer ist scheiße, der hört einfach mit Vollmusik. Aber das ist echt Vollmusik. So laut habe ich doch nie erlebt. Wenn nicht mal die Polizei oder Rettung wenn sie vorbeifahren will. Der bekommt gar nichts mit von der Welt, Alter. Ah, geil. Oh yeah, einen wunderschönen guten Morgen an Tag 2. Und zwar, wir waren gestern noch gemütlich in der Stadt, Abendessen, spazieren, das pure Leben an einem Wochentag, Mittwoch bis nach Mitternacht. Echt Wahnsinn, was hier los ist. Und spazieren jetzt auf den Hausberg. Voll genial, wir freuen uns schon riesig. Geil, Palermo, Tag 2. Willkommen. Na, das war ein Manöver. Danke. Das war eine komische Farbe. Das war grün orange. Haben wir nie gesehen. Ja, aber hinter uns scheint es dann rot geworden zu sein. Aber was heißt denn Fahrverbot und Fußgängerverbot? Ab 23 Uhr, wahrscheinlich darf man da in der Nacht aufgefahren. Ja, aber die Zusatztafel gilt in der Regel nur für eine Tafel. Weißt du? Aber ich meine, die zweite Tafel heißt ja, du darfst fahren. Okay, dann fahren wir einfach. Alles gut, da fährt auch noch einer. Wir lassen einfach ihn vorfahren. So. Schau dir das an. Darf ich absteigen? Ja. Der Abkürzung für die Fußgänger. Ja, ja, aber ich wäre schon sehr gerne zu Fuß hochgegangen. Ja, schon, ja. Ein Wahnsinn. Schaut euch diese geniale Aussicht an. Ich glaube, es gibt nur wenig Verrückte, die tatsächlich zweimal pro Tag auf denselben Berg kommen. Und zwar wir sind einmal mit dem Moped hochgefahren, haben dann aber Hunger gekriegt und hier ist die Essenszeit so zwischen 12 und 14 Uhr. Danach gibt es nichts mehr und davor auch nicht. Und sind dann essen gefahren und deshalb am Nachmittag dem Originalplan nochmal nachgegangen und sind jetzt zu Fuß hochgewandert. Ziemlich geil. Monte Pellegrino. Ziemlich geniale Aussicht. Hier eine Maria, gegebenenfalls. Muss ich noch nachschauen, aber eine schöne... Entschuldigung, wer bitte? Traumschatz. Rosalia, wenn ich vorstellen darf. Genau, eine Statue, die hier aufs Meer... Fußpatronin von Palermo. Du bist ein Engel.
Wie immer hier für die Bildung verantwortlich, die Schutzpatronin von Palermo. Ein Traumschatz. Danke vielmals. Genau, hinter mir und hinter uns Palermo. Traum. Also hier muss man eigentlich raufwandern, wenn man hier ist. Man kann auch einfach mit dem Moped oder mit dem Auto hochfahren. Da unten ist ein Parkplatz. Aber gönnt euch das. Es ist immer gut, was für die Füße und für den Geist zu tun. Ansonsten, wir haben heute echt so geniale Sachen erlebt. Wirklich gut gegessen. Das war ein Traum mal, so innerstädtisch, mal in einem Restaurant. Dann sind wir durch die Stadtverkehr gefahren. Der Verkehr ist atemberaubend. Und zwar sind wir so einem kleinen Lieferanten-Moped hinten nachgefahren. Der hat sich einfach so einen Blechkühlschrank gefüllt, ziemlich groß. Zwischen normaler Kühlschrank, eher so 75%. Normaler Kühlschrank hat er sich einfach hinten drauf geschnallt. Das Ding hat schon als der Ganze gewackelt. Und dann fahren wir hinter ihm nach. Dann geht die Tür auf von diesem Kühlschrank. Das war quasi die Tür nach hinten. Und wir sehen da echt so zwei Fertiggerichte, so eins in der ersten und eins in der dritten Etage. Brillant. In dem Moment, wo wir versuchen zu hupen und ihm zu zeigen, ey Junge, deine Tür ist hinten aufgegangen, bremst er und in dem Moment fällt die Tür wieder zu und er biegt rechts ab in die nächste Seitenstraße. Brillant. Also das war wirklich, ich glaube, das sieht man nur einmal im Leben. Das war eine Wahnsinnskonstruktion, ein Wahnsinnsmanöver und ja, hält, funktioniert. Und das Essen ist auch noch drin geblieben. Der Hammer. So ist ungefähr unser Alltag in Palermo. Heute eigentlich nur gemütlich gewandert, die Seele baumeln gelassen, ein bisschen geplant, wie es mit unserem Ätna weitergehen wird und wann wir quasi den besteigen wollen und was wir da genau machen, ob wir mit der Seilbahn hochfahren oder zu Fuß gehen und ob wir da oben irgendwie so eine geguidete Tour machen oder wo genau wir schlafen. Also haben wir so ein Refugio in Gedanken. Aber ja, einfach so ein ganz gemütlicher zweiter Tag. Dementsprechend, das war's schon. Vielleicht hier noch ein paar Eindrücke vom Tag. War wirklich grenzgenial. Und dann geschah das, was niemand von uns für möglich hielt. Also, guten Morgen. Tag 3 in Palermo. Moped ist weg. Wir sind mittlerweile in Erici, ein kleines Bergdorf. Und ja, schaut mal hier. Keinen Ducati Multistrada VVS mehr. Was wollen wir machen? Wir haben Pech, wir haben eine Diebstahlanzeige gemacht. Schon alles gemeldet, schon alles abgewickelt. Und ja, deshalb haben wir uns ein Leihmotorrad geschnappt. Wir werden trotzdem hier die Insel erkunden. Es ist eine Tenere 700, fährt hammermäßig geil. Grob gesagt, was ist passiert? Wir haben es einfach vor der Unterkunft geparkt. 2 Nächte, erste Nacht alles in Ordnung, zweite Nacht einfach weg. Genau, zwischen abends und morgens einfach weg. Und zwar meine Freunde haben noch einen Witz gemacht von wegen, können wir aus dem Fenster rausschauen, ob das Moped noch da steht. Haben es dann aber nicht gemacht, genau, gehen einfach runter. Wir beide vorbereitet, wir wollten für sie neue Stiefel kaufen, weil genau, also gehen wir runter hier voll entspannt, gehen Richtung Moped, wo das Moped geparkt war. War quasi wirklich 10, 15 Meter Luftlinie und Linie gegenüber auf der Straße bei einem Apartment und an der Stelle steht einfach kein Motorrad mehr. Tada! Ja, blöd gelaufen. Und ja, die Polizeistation war nicht weiter weg als 100 Meter, hat trotzdem nichts gebracht. Und wirklich lustig, die Tenere 700, jetzt schon mindestens 5, 6 Italiener, immer ältere Herren, würde ich sagen so um die 50, Pärchen, fahren nicht Moped, sind einfach hier sightseeing-technisch unterwegs und schauen sich immer die Tenere an und sagen, bella moto, poquito, ich glaube poquito, oder pequeño ist Spanisch, poquito, vielleicht. Auf jeden Fall finden es super, klein, spritzig und vom Style her sieht sie auch wirklich geil aus. Aber ja, mehr dazu in anderen Videos. Also Polizeistation war nicht weit weg, alles ums Eck, nutzt aber nichts, war wirklich spannend. Und ja, Bike ist weg. Verdammt nochmal. Falls es Fragen gibt, ja, ich habe eine Teilkasko schon immer gegen alle Arten von Tierschäden, nicht nur Wildschäden, auch wenn eine Katze drüber läuft. Ich finde, das ist wichtig, man weiß nie, was passiert. Und einem geht es in der Regel gut, man kann sie auch nicht beeinflussen. Und gegen Diebstahl, weil ja, ich sage immer, wenn du das Bike selber in den Baum hängst oder es auf die Straße legst, bist du selber schuld. Aber Einflüsse, die du nicht beeinflussen kannst, wenn es dir dann gut geht, will ich auf jeden Fall ein neues Moped. Amen. Dementsprechend alles perfekt. Und ja, deshalb die Versicherung wird es hoffentlich regeln. Ich hoffe, das passt doch alles. Fühlt mit uns, ihr lieben Kollegen und Kolleginnen. Meine Freundin hat tatsächlich noch die Hoffnung, dass sie wiedergefunden wird. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Es wäre auf jeden Fall geil. Ist ein geiles Baby gewesen. Guten Morgen.
das ist spannend. Und so in dem Moment, wo ich mir denke, ich zeige euch den Platz, wo das Moped gestanden ist, fährt auch die Polizei vorbei. Tag 2 nach der Apokalypse. Im Sinne von, unsere Ducati ist gestohlen, bleibt gestohlen, ist vermisst. War ein spannender Tag gestern. Wir haben viel gemacht. Wir haben es logischerweise bei der Polizei gemeldet, mit dem ADAC telefoniert, mit der Versicherung telefoniert und haben uns irgendwie versucht, einen Plan zu machen, was wir denn so jetzt vorhaben. Und haben versucht, in die Offensive zu gehen und haben quasi jeden Händler hier in Palermo kontaktiert und jede Verleihstation, um ein Moped auszuborgen. Aber das ist nicht so einfach gewesen wie erwartet. Eine grandiose Erfahrung wieder mal mit dem Ducati Mobility Service. Nachdem ich angerufen habe und praktisch 20 Minuten in der Hotline gehängt bin und man mir gesagt hat, ob ich ein Ducato-Modell habe von Fiat, hat man mir eine andere Nummer gegeben. Ich muss mich an eine italienische Hotline wenden. Dort bin ich nochmal 10 Minuten an der Hotline gehängt, um dann zu erfahren, dass sie ein Abschleppdienst sind. Nachdem dann eine Dame dann Englisch gesprochen hat. Sie sind ein Abschleppdienst und ich habe ja kein Motorrad, also können Sie mir auch nicht weiterhelfen. Brillant. Ich habe eigentlich nur Ducati kontaktieren wollen und den Support im Sinne von, vielleicht können Sie beim Ersatzfahrzeug helfen, wegen Unterkünfte und Hotel, wegen Rückreise, wird alles so schön auf der Website angepriesen. Aber ja, wollte nicht hinhauen, hat auch nicht hingehaut. Das spiegelt so ziemlich die Erfahrungen wider, die wir damals in Kroatien schon hatten mit der Ducati Mobilitätsgarantie. Das Video gibt es noch nicht, aber kommt dann rückwirkend sowieso noch bestimmt in den nächsten 1-2 Monaten. Das ist so der aktuelle Stand. Also Ducati haben wir tatsächlich auch vor Ort besucht hier in Palermo. War ein sehr netter Herr, sehr politisch korrekt, gutes Englisch gesprochen und ich sage ihm, Servus, mein Moped wurde gestohlen und er sagte mir, alles klar, kann ich dir eine Testfahrt anbieten? Das ist so die Kurzform. Nein, er hat gemeint, er muss kurz mit seinem Chef sprechen, ob sie in so einer Situation etwas machen können. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, nein, leider, Sie vermieten keine Fahrzeuge, aber ich kann 15 bis 20 Minuten eine Probefahrt machen, wenn ich will. Voll genial. Höflich und politisch korrekt. Leck mich am Arsch. Was will man denn sonst sagen? Dann war ich noch bei Honda, waren wir noch, KTM haben wir am Weg gesehen. Genau, 3-4 Vermietagenturen, genau, alle Mopeds sind scheinbar, alle größeren Mopeds sind scheinbar auf der Insel on Tour, BMW. Niederlassung haben wir hier keine gesehen. Und genau durch Zufall sind wir dann auf eine Touragentur gekommen. Und ich dachte mir einfach, also die haben eigentlich nicht geschrieben, dass sie Motorräder vermieten. Die haben einfach nur Offroad-Touren, sogar Enduro-Touren angeboten auf Sizilien. Haben wir gedacht, mega geil. Dann schreibe ich mal kurz, vielleicht haben sie Mopeds rumstehen. Und tatsächlich ist dann ein Herr auf uns zugekommen und hat gesagt, er kann uns helfen. Also holen wir uns heute eine Tenere 700 und die Reise geht weiter. Wir freuen uns riesig. Wir sind noch ein bisschen im Aftershock. Aber es ist cool, dass die Reise weitergeht. Vielleicht haben wir Glück. Genau, in der Straße gibt es tatsächlich auch 2-3 Kameras. Meine liebe Freundin hier hat es gesehen. Genau. Und dementsprechend wollen wir heute nochmal zur Polizei gehen und das auch erwähnen. Aber Sie wissen es vermutlich schon. Jetzt sind wir sehr gespannt. Genau, gestern auch bei einer Verleih-Agency haben wir noch einen Undercover-Agent getroffen. Wir haben gerade unsere Geschichte erzählt, dass wir ein Moped suchen, weil uns es gestohlen wurde. Und in diesem Moment kommt auch ein Kerl rein. Die Dame quatscht mit ihm auf Italienisch und dann sagt sie, erzähl ihm alle Details, er ist Polizist. Und in dem Moment zeigt er die Marke, war ganz normal. Casual gekleidet, unser Alter. Sportlich durchtrainiert, undercover, richtig James Ryan technisch, James Bond technisch. Also das ist so das Update. Schatz, gibt es noch irgendwas Spezialmäßiges, irgendeine lustige Story von gestern, weil es ist ja echt viel passiert. Ich die Wand vom Klo eingeschrückt habe. Geil, funny Anekdote, ganz off-topic, aber auf jeden Fall gut unterhaltsam, ist echt viel Lustiges passiert. Wir waren noch lange unterwegs gestern, haben es uns gut gehen lassen. Auf jeden Fall gibt es hier bei den Toiletten so eine Art Bobbel, auf den du draufsteigst, wo wir beide gedacht haben, ist die Spülung. Genau, ich bin tatsächlich auf das Ding draufgestiegen und es ist einfach nichts passiert. Ich habe zumindest nicht gesehen, was passiert ist. Genau, meine Freundin war auf der Toilette und hat diese Draufsteigstelle da gesehen. Also einfach so eine flache Ebene mit so wie einem großen Wasser drauf, aber aus Gummi. Ein Hebel war das. Wo war der Hebel? Okay, also Korrektur. Nur ich hatte den Bobbel, meine Freundin hat den Hebel und zusätzlich war da am Klo auch noch ein Schlauch an der Wand. Und war aber ein sehr gutes, höherklassiges Restaurant, würde ich sagen. Und dementsprechend meine Freundin dann diesen Hebel gezogen, in der Hoffnung, dass beim Hebel die Spülung von der Toilette losgeht. Genau, aber da war noch dieser Schlauch und hat der Schlauch einfach im Klo wild rumgespritzt. Auf die Decke quasi. Einfach so rum. Ja, war sehr unterhaltsam. Genau, jetzt, heute Tag 4 Palermo. Schatz, Tag 4, oder? Ja.
Okay, 2 Nächte in Palermo, Moped gestohlen, Tag 4, neues Moped. Okay, jetzt fahren wir quasi zu dem Händler, regeln das ganze Zeug, schauen, dass wir unser Zeug irgendwie da unterkriegen. Da gibt es einen Koffer hinten und Sidebags bei der Tenere. Bin schon super gespannt, freue mich einfach riesig auf das Moped, wollte sowieso immer mal Probe fahren und ja, keep on. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Cash organisieren und dann klappt das. Was a big pleasure. Thanks for helping us, definitely. Bye. All the best, bye. Ciao. Giorgia, saluta. Ciao. Bye. Giorgia, saluta. You have the bag? Yeah, usually she can hold here. Usually that works quite good. Okay. We have like our own, you know. It also helps on braking, then there is no gap, right? Grazie. Oh, it has a hard seat. I like it. One button, second button. All the best. Oh. Fühlt sich das Bike smooth an? Bist du noch alleine in der Runde? Nein, das fühlt sich perfekt an, Schatz. Okay, dann brauche ich noch ganz kurz. Lass dir Zeit. Das ist so sanft. Echt? Und hör mal, der Sound ist richtig geil. Also ich fahre einfach mal blind nach Mondello, dass du weißt. Genau, wir brauchen einfach Zeit zum Essen, Trinken, Ankommen. Einfach irgendwo hinfahren, wo es genug ist. Darf ich dann von der anderen Seite? Ja, ja, Ich hoffe, das klappt mit dem Rucksack und mit dem... das stimmt, sonst finden wir was. Ja. Grazie, ciao. Setz mal die Füße rauf. Ist lustig, oder? Ist ganz anders. Okay, aber sitzt du gut? Ja, Bereit? ja, gute Fahrt. Dir auch gute Fahrt. Lass uns ganz Piano angehen. Natürlich. Ah ja, hier müssen wir doch selber Licht einschalten und so. Fühlt es sich gut an? Sehr gut. Ich will auch so eine. Fühlt sich echt sehr gut an. Fährt super smooth. Und der Auspuff ist schon mega geil. Die Frage nur, wann muss ich links, denkst du? Hier? Ja, Ich würde auch sagen. wir müssen ja nicht unbedingt nach Mondello. Nee. Schau, da ist der Berg. Da sind wir richtig, glaube ich. Genial, Schatz! Das war der Integrationsabbieger, Schatz. Aber ich passe mich hier wirklich sehr gut an, ein wenig zu gut. Nach dem Urlaub brauchte ich mindestens einen Monat Therapie, mich wieder an Gesetze zu halten und ein wenig ordnungsgemäß zu fahren. Aber schau mal, dort ist was. Das sieht düster aus. Nun haben wir unser neues Motorrad bekommen, eine Tenere 700. Doch das Zeitfenster, mit dem wir Palermo verlassen können, ist äußerst gering. Deshalb haben wir ein wenig Eile und versuchen Richtung Südwesten zu flüchten. Vorerst schaffen wir es noch im Trockenen, bald holt uns das Unwetter jedoch ein. Mit dem Moped ist es auch immer eine Sache, ob die Beine runterkommen. Und in so einem Winkel ist das nicht gut. Gleich am ersten Tag sind wir mit einem weiteren Problem
konfrontiert, das uns die ganze Reise nicht verlassen wird. Essen zu bekommen, nicht zu den Hauptessenszeiten für Italiener. Bedeutet außerhalb von 12 bis 1 und ab 19 Uhr. Wir haben 2 Stopps eingelegt, jedoch hatten beide leider geschlossen. Deshalb auch für uns keine Regenpause, sondern einfach nur flüchten und schauen, schneller als das Unwetter zu sein. Sieht sowieso geschlossen aus, oder? Oh yeah. Wir gehen es gerade an, weiter nach Masala. Hier dieses wunderschöne Schmuckstück. Genau, es regnet, wir haben die Regenmotor ausgepackt und sind hier gerade wunderbar versorgt worden. Link in der Videobeschreibung. Wahnsinnig geile Cornollis. Cornollis? Wahnsinnig geile Cornollis. Cannoli. Carnollis. Cannoli. Cannoli. Ohne R? Ja. Okay, wahnsinnig geile Cannolis und Schinken, Käse und dazu auch noch eine wahnsinnig geile Pasta gekriegt. Aber wir haben einfach Glück gehabt, ein Traumessen. Danke vielmals für die Gastfreundschaft. Ist der Hit. Genau, wir werfen uns jetzt aufs Moped, genießen die Kilometer. Regensuit wieder mal on top. Aber wir haben schon gelernt, immerhin haben wir sie nett bei der Übergabe des Mopeds gelassen. Wir haben sie dabei und es regnet. Wir sind vorbereitet. Also wir genießen es trotzdem. Geil. Bis später. Bereit? Ja, gute Fahrt. Gute Fahrt. Ciao. Eigentlich hatte auch dieses Lokal geschlossen. Eigentlich war es ein Wurst- und Käseladen. Nur der extremen Gastfreundlichkeit ist es zu verdanken, dass wir hier zu einem leckeren Mahl gekommen sind. Ansonsten hätten wir weiter für die nächsten 6 bis 8 Stunden nichts zu essen bekommen. Supermärkte natürlich ausgeschlossen. Hier in diesem Hinterland gab es aber eigentlich weit und breit nichts. Wahnsinn! Ich meine, wir müssen das schon sehr lieben, oder? Wenn wir im Regen mitten auf Sizilien hier stehen bleiben, um diese verdammte Aussicht auch noch auf dem Foto festzuhalten. Ja Leute, Mann sehe ich fertig aus, Alter. Dementsprechend, ich hoffe das Video gefällt euch. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Man sieht sich. Ciao. Yeah! Wer ist die coolste Traumfrau der Welt? Also, mega geil. Regenmotor aussehen, voll genial. Das Wetter ist, der Plan geht auf. Alles gut, alles gut. Oh ja, erstes Mal Meer auf der Westseite von Sizilien. Und by the way, falls ich es noch nicht gesagt habe, der Mopedhändler, der war so nett heute und hat gemeint, ich habe gefragt, und hätte ich eine Kette auf dem Moped gehabt, hätte es was gebracht. Im Sinne von, wenn Sie ein Moped stehlen wollen, dann stehlen Sie es in jedem Fall. So, die zweite, nicht so erfreuliche Nachricht, wenn wir zur Polizei gehen würden und es melden würden, dass es da in der Straße auch noch Kameras und alles gibt, würde sich jemand drum kümmern? Die Antwort war leider auch nein. Also wenn du hier ein Problem hast, was die Polizei benötigt, dann hast du halt ein Problem und da kann dir auch keiner wirklich helfen. Was? Komm, 12 Minuten haben wir noch. Aber sehr geil, oder? Da ist das Meer. Voll traumhaft schön. Komm, dann können wir mit einem Bier auf den schönsten Sonnenuntergang von Sizilien anstoßen. Mit einem Getränk am Strand. Er hat uns ja gesagt, in Masala gibt es den schönsten Sonnenuntergang Siziliens. Den holen wir uns jetzt mit einem kühlen Getränk. Likör. Alles, was wir uns in die Birne kippen können, Schatz. Heute wird gefeiert! Gefressen, Baby! Die 3 Fs des Lebens. Bonita. Das ist unser Playfinder, Baby! Mit Winterzeichen. Die haben es auch wirklich gut gemacht. Selten, dass man Moped so vernünftig mit Entfernung voneinander parken sieht. Abgesperrter Parkplatz, der neue Standard. Willkommen in Masala. Falsch, das Ding ist nicht, dass die Crowd.
Baby, da gehst du noch fremd hier. Also dann, wir sind angekommen, war ein mega geiler Trip. Das Baby fährt sich wie ein Schnucki und ich freue mich morgen hoffentlich auch ein paar geile Kurven damit fahren zu können. Der Reifen übrigens, ein Pirelli Scorpion STR. Wollte ich ja immer mal fahren, aber bin ja kein Pirelli-Fan. Jetzt habe ich ihn, also bisher fährt er sich traumhaft. Also ich muss es steigen. Ciao, bis später. Oh yeah, ich schaue mich hier mal um, während sich die Freundin noch frisch macht. Aha, ich habe hier vorhin schon einen Pool gesehen. Mal schauen, ob man von der anderen Seite auch reinkommt. Oh yeah. Ich glaube, wenn das so geil und gepflegt ist, muss man hier auf jeden Fall mal morgen reinspringen. Und zwar dieses Hotel ist der Anfang vom neuen Urlaub. Geil, wir sind nämlich auf Kurs. Wir haben ein Moped, wir haben all unser Zeug gepackt. Wir müssen noch ein bisschen an der Optimierung arbeiten, weil das Bike fährt sich echt großartig, finde ich. Aber genau, Irina hat ein bisschen wenig Platz. Wir müssen noch ein bisschen schlichten. Wir kommen sicher noch auf eine gute Lösung. Und ist das schön. Ich muss mal zum Moped drüber gehen. Genau, wir gehen jetzt noch was trinken. Genau, hier haben wir 4 Italiener, inklusive einer Goldwing. Und hier haben wir 2 Deutsche und wir mit unserem italienischen Motorrad auch als Deutsche quasi. Und wir kommen an und der eine Typ erzählt uns gleich, ihm haben sie in Palermo die Koffer vom Motorrad gestohlen. Wir haben neue Koffer gekauft und sie haben ihre Reise fortgesetzt. Das heißt, ich gehe davon aus, sie haben ihr Zeug bei sich behalten und es hat alles geklappt. Aber ja, er ist der Pechvogel. Genau, und hier ist dieses monstergeile Bike. Also ich muss echt sagen, Pirelli Rally STR, mega geil. Fahrwerk, mega geil. Die Farbkombination ist einfach ornobastisch mega geil. Wird ein Riesenspaß. Und da kommt mein Date für heute Abend. Mike on Tour mittlerweile, ohne Ducati. Wir haben die Teneré gepackt, alles traumhaft. Hotel, Unterkunft. Welcome to Sicily, Day 5. Und genau da hinten ist der Pool, es baden Leute. Wie heißt der Ort im Norden, Schatz? Trabotta? Trapini? Okay, wir fahren jetzt noch in den Ort in den Norden, Trapani. Sind wir gestern vorbeigefahren, da gibt es auch einen Decathlon. Wir fahren jetzt in den Ort in den Norden, Trapani. Da gibt es auch einen Decathlon. Voll genial, da können wir vielleicht noch Spanngurte kaufen. Nachdem wir 3 zur Auswahl hatten und bei allen Nein gesagt haben, holen wir uns heute noch welche. Dann können wir hinten auf den Koffer auch noch unseren Rucksack draufschnallen. Super entspannt. Ich freue mich riesig. Hier ist es voll genial. Jetzt noch ein bisschen dehnen, ein bisschen warm werden. Es ist knapp gegen 12. Super entspannter Tag heute. Wetter ist ein Traum. 22 bis 25 Grad. Jetzt kommt nur noch Sonne. Wir lassen es uns gut gehen. Ciao, bis später. Ist das ein tolles Gefühl. Bereit, wenn du es bist, Schatz? Juhu! Mega geil! Schön genießen! Dort wollen wir hin! Wasserreserve aufgefüllt. Weiter geht's nach Trapani. Trapani! Ah! Gute Fahrt also! Gute Fahrt! War das geil! Das ist mal ganz anderes Fahren, Hase. Mopedparkplätze, nicht schlecht. Schatten, auch nicht schlecht. Das sieht doch nett aus, oder? Mit Schatten und so. Was ist da laut? Ja, Gebläse. Ciao. War das geil? Du siehst gut aus, Baby.
Hat riesig Spaß gemacht, eine Tenere 700 mal auf einer Bergstraße zu fahren. Echt ein ganz anderes Fahren. Brillant. Ich sitze hier, genieße die Aussicht, während die Freundin hier einfach mal die Stadt anschaut. Eine muss auf die Softbags aufpassen. Nachdem wir keine Koffer mehr haben, ist das der einzige Weg. Das war mal eine gemütliche Fahrt hier rauf nach Erice. Was ziemlich genial ist, wenigstens braucht man sich bei einer Tenere 700 keine Sorgen machen, weil in Italien darf ja das Vorderrad nie den Boden verlassen und dementsprechend bei dieser Leistung, 2 Leuten und Gepäck, kann man die Gänge vollkommen durchziehen und das Vorderrad wird nie den Bodenkontakt verlieren. Mega geil. Wirklich ein Riesenspaß und ja, macht hammergeil, macht wirklich Fun, das Bike zu fahren. Auch einfach so leicht, spritzig auf dynamische Art und Weise. Du musst ein bisschen passender fahren, ein bisschen mehr den Schwung mitnehmen. Du kannst nicht einfach hinter deinem Auto rausfahren und durchziehen und bist schnell vorbei, sondern ja, ein bisschen einfach manchmal den Schwung mitnehmen und schauen, dass man einfach schön beim Verkehr vorbeirollt, würde ich das mal beschreiben. Wäsche trocknen für Motorradreisende. Nach unten schauen darf man leider nicht. Keine Ahnung, Verschmutzung hier überall ziemlich groß. Ich fliege gerne mit unserer Drohne, aber die Funk, also das ist eine DJI Mavic Mini 1, die Funkverschmutzung ist hier echt scheinbar ziemlich hoch. Genau auf Monte Pellegrini hatten wir tatsächlich, ich meine, da waren aber auch 15, 20 Sendemasten auf dem Hügel dahinter. Das hat dann erklärt, da hat die Verbindung nicht mal 20, 30 Meter gereicht. Auch hier heute beim Hotel, wo wir geflogen sind, verdammt, ist die Verbindung einfach nach 80 Metern oder so abgerissen. War auch noch nicht weit weg, also echt verrückt. Also die Funkverschmutzung ist enorm und zumindest das Modell, das ich habe, geht noch rein über so eine Art normale Funkfrequency, also noch kein Wi-Fi Direct oder irgend sowas. Die 2 hat auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Genau, und hat wirkliche Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Deshalb schade. Aber wir geben natürlich unser Bestes und schauen auch ein paar Eindrücke trotzdem festhalten zu können. Gute Fahrt, Schatz. Ich liebe diesen Sound. Das ist Tenere, wir lieben dich. Oh. Magst du mir ein Foto machen hier? Ja, darf ich jetzt? Ja. Hier? Ja. Und sitzt du super? Sitzt so gut? Perfekt. Und wie man so schön sagt, ein Übel kommt selten alleine. Deshalb kommt zu einem gestohlenen Motorrad nun auch noch eine verlorene Drohne hinzu. Also da oben bin ich noch gestanden bei der Burg. Da warst du. Ja. Wahnsinn. Ja, da habe ich sie noch gesehen, wie sie auf die Burg zufliegt. Auf die Burg, die da. Ja, von dieser Richtung. Ja. Auf die Burg. Und siehst du da unten? Da habe ich überall gesucht. Also dort, wo jetzt schon Schatten ist und auf diesem Plateau und eigentlich darunter, also dort, wo der Schatten mittlerweile schon ist. Und dort und ein bisschen mehr um die Ecke runter. Sagen wir, es sind 3 Stufen. Auf welcher Stufe ist sie denn? Ja. Dann 3. Auf der 3. Stufe, Ja. auf diesem großen Plateau, so gesagt. Fast, genau. Bis da vorne bin ich gelaufen und da siehst du gut runter. Die DJI Mavic Mini hat das Jenseits gesegnet, indem sie über diese Burg hinweg geflogen ist. Weil es hier überall Funkstörungen gibt, das Signal abgerissen ist, dann eine Windböe gekommen ist und dann adios. Puh, meine Güte, das ist auf jeden Fall der Urlaub der Verluste. Aber schaut euch mal das an. Oh yeah. Das sieht wirklich so geil aus. Und man darf sogar offiziell herfahren. Genau, was passiert? Hardcore. Ich dachte mir, ich mache noch schön unauffällig Drohnenaufnahmen. Hat eigentlich perfekt gepasst. Bin hochgeflogen, habe einmal die Küste gefilmt, habe einmal die Stadt gefilmt. Und dann plötzlich kam eine riesen Windböe und ein Verbindungsabbruch. Das ist die Hölle hier. Also dementsprechend, wie kurz wieder ein Signal reingekommen ist, habe ich schon gesehen, sie ist quasi einmal über den ganzen Berg drüber geflogen. Genau, dann bin ich hier 300 Meter nachgelaufen bis zu dieser Ruine und habe echt nochmal ein kurzes... Oh ja, die Freundin hatte gerade angerufen. Sie ist unser Glücksbringer und sie ist ein super Sucher. Sie ist quasi wie so ein Schäfer-Drogenhund, der alles immer findet. Und genau, sie ist da unten und versucht jetzt auch nochmal ihr Glück mit der Absturzstelle quasi. Also was passiert nochmal? Ich bin hier gelaufen bis an die Kante und ganz merkwürdig, ich habe die Drohne, ich habe nochmal ein Verbindungssignal reingekriegt, sie war da draußen, habe sie auf die Burg zugesteuert. Und obwohl sie näher gekommen ist nochmal die Verbindung abgebrochen. Auf jeden Fall, sie ist auf mich zugeflogen, hat nochmal die Verbindung abgebrochen. Der Akku war schon schwach zu dem Zeitpunkt. Dann bin ich hier so einen Wanderweg runtergegangen und habe noch die Hoffnung gehabt, dass ich nochmal sie reinkriege, also die Verbindung, um weiter reinzufliegen. Aber nichts mehr reingekommen. Und was so ganz merkwürdig war, man hört sie normal immer fliegen. Man hat hier nichts gehört und man hat auch nichts gesehen. Und eigentlich so nah wie sie war, laut Video, hätte man sie hören sollen. Komisch.
Auf jeden Fall, sie ist abgestürzt. Ich habe da unten ungefähr 90 Minuten gesucht in der Hecke, im Wald. Und ja, mir ist eingefallen, Leute, wenn ihr so eine Drohne habt, malt sie einfach pink an. Ich habe das mal auf einem YouTube-Video gesehen, der hat gemeint, wenn sie abstürzt, ich dachte mir noch, stürzt nicht so ab, dass man sie nicht findet. Aber ja, wenn sie abstürzt und da sind überall graue Steine, die genau aussehen wie die Drohne, weil die auch grau ist, ist es ziemlich doof. Also malt sie pink an und jetzt habe ich mein Glück versucht, da keine Ahnung, 50 Quadratmeter abzusuchen, vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt macht es die Freundin gerade. Also drückt die Daumen. Unglaublich. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 3 Stunden hier oben. Bald ist es 18 Uhr, 18:30 Uhr. Und die große Frage wird sein, haben wir die Drohne gefunden oder nicht? Es wird noch weiter gesucht. Aber wirklich der Wahnsinn, der Wind. Und zwar, damals an der Normandie habe ich mir echt gedacht, da hat es auch so Windböen gegeben und der Wind ist echt stark über das Cliff reingekommen. Und ich habe mir gedacht, im Nachhinein, die Drohne kann schon echt gut mit Wind umgehen und ja, die kann schon mehr managen, als mir zumutet und zutraut. Ja, mittlerweile habe ich mir eben deshalb gedacht, ja, auch wenn der Wind einfach stärker geht, kann ich sie auf jeden Fall steigen lassen, die kriegt es hin. Und habe mir im Nachhinein oft gedacht, damals in der Normandie hätte ich sie auch steigen lassen können. Es hätte schon geklappt. Heute hat sich das geändert. Und zwar, ich glaube echt, es ist halt voll schwer einzuschätzen, wenn du einfach unten stehst, ob das jetzt echt klappt mit dem Wind oder nicht. Ist es so stark oder ist es noch nicht so stark? Hier geht es auf jeden Fall ziemlich ab. Oh no, Update des Tages. Leider keine Drohne gefunden. Vorhin hat sie auch noch Mühe gegeben, es ist knapp 19 Uhr. Wir haben schon Hotels gefunden, oder wir haben schon ein Hotel gebucht. Wir haben schon Restaurants gefunden. Das heißt jetzt, Freundin kommt noch gemütlich von da unten zurück. Dann packen wir zusammen, gehen essen und checken hier ein. Schade. Another lost object on this tour, also die DJI Mavic Mini lost. Sorry für das. Also, was ich auf jeden Fall gelernt habe, und zwar, ich habe immer diesen Modus an, dass sie an derselben Stelle bleibt, weil wenn du geile Aufnahmen machst, quasi du bringst sie in die Position, dann fährst du mit dem Moped vorbei und dann holst du die Drohne wieder, ist das die einzige Option. Ich glaube, für die Zukunft sollte man sich aneignen, dass man diesen Modus danach wieder ausschaltet, weil so ist sie quasi weder in den Sinkflug gegangen und hat versucht, mit dem letzten Saft selber zu landen, noch hat sie versucht, zum Homepoint zurückzukehren. Homepoint zurückkehren finde ich auch relativ kritisch, weil es geht dann auf eine Standardhöhe und fliegt zum Homepoint, aber ja, man weiß nie, was die Standardhöhe gerade ist und wo man startet. Und genau, könnte auch in einem Baum hängen bleiben, deshalb hat mir auch irgendwie nicht gefallen. Und ja, die dritte Option ist quasi, es bleibt an der Stelle. Ja, das habe ich gewählt. Deshalb ist sie, wo sie auch immer gerade war, einfach an der Stelle geblieben, bis der Saft aus war und dann zack. Das sind die letzten Aufnahmen. Fast hätte sie es geschafft. Das ist die Burg, die wir sehen. Also weit weg war sie nicht mehr. Passt, jetzt warte ich auf die Freundin und ich hoffe, geht's gut. Hab ein Glück, dass sie so eine Liebe ist und auch noch selber 90 Minuten in der Hecke sucht oder 2 Stunden. Ist das phänomenal! Schau da hinten! Ja, das ist ja fast wie Sveti! Meine Güte, weit sind wir nicht gekommen. Verdammt nochmal, nur eine Kurve weiter. What a wonderful, wonderful world! Wahnsinn!
einer Straßenlage, das passt schon. Der Reifen ist gut, das Moped ist gut, brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay, vielleicht übertreibe ich, wenn ich sage, es ist gleich gut wie unseres. Spaß. Es ist sehr gut auf jeden Fall. Vollkommen ausreichend, um so Kurven zu fahren. Also mit dem Fuß unten kannst du schon erkennen, dass es kein anständiger Motorradfahrer ist, weil es erstens nichts bringt und keine Ahnung, ob er versucht irgendwas zu fühlen oder ob er auch noch bremsen wollte. Aber ja, in der Kurve hat der Fuß am Boden gar nichts zu suchen. Du hast ja dann gesehen, bei der einen Kurve ist er ja rechts Richtung Ausfahrt gefahren. Er wollte ja nicht in die Ausfahrt. Er wollte ja die Kurve fahren. Also er hat einfach die Kurve nicht fahren können und ist deshalb nach außen gekommen. Weil er Angst hatte wahrscheinlich. Also übt er, ja. Vielleicht übt er auf jeden Fall. Er war auch bei der Kurve viel zu weit im Gegenverkehr, viel zu weit drinnen. Am Anfang. Kann man deutlich besser machen. Am I allowed to drive here? Again? Grazie, grazie. Ich glaube, das da vorne ist das Lokal. Mit dem Moped in der ersten Reihe sollte das schon klappen. Oder? Wir auch. Weil wir in Bellissima Italia sind. Spring rauf. Mein Superstar. Lecker was. Gute Fahrt. Warte mal, Rucksack habe ich, dich habe ich, Geld habe ich, Moped haben wir. Alles dabei, oder? Kommt jetzt noch. Halleluja! Denkst du, das ist richtig? Schaut nicht nach dem Mega geil! Das ist der Strand. Also für Offroad natürlich optimalo, aber für uns Profis Kaffee drum. Stell dir mal vor, alle Menschen würden hier öffentlich anreisen, dann hätte man all diese Parkplätze frei. Oder zumindest alle hätten ein Motorrad. Festhalten! Oh. Nachspeise? Nee, das ist die Buch. Schade, keine Nachspeise. Alles klar, kriegen wir hin. Und da fährt Verkehr durch den Kreisverkehr. Mega geil. Geil, das da hinten ist unser Hotel, also dieser Palazzo. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Gute Nacht. Eigentlich eine sehr geile Unterkunft, Wahnsinnsaussicht. Hier ein paar Eindrücke. Willkommen bei Sizilien, Tag 6 auf der Tenere 700. Die Ducati ist noch nicht aufgetaucht und ich hatte das Spannende, gestern zum ersten Mal in meinem Leben angekommen in einem Hotel und das Zimmer war nicht gemacht. Voll hart, meine Freundin hat es gar nicht in Worte fassen können, sie hat ins Bad geschaut, die Handtücher liegen am Boden. Im Bett hat es ausgeschaut, als ob man gerade frisch gevögelt hätte. Sie schaut so, sprachlos. Ich sag, alles klar Schatz, das Zimmer ist nicht gemacht, wir gehen zur Rezeption. Passt, wir gehen hin, wir kriegen ein neues Zimmer, gibt kein Heißwasser, der Boiler ist nicht eingesteckt. Genau, jetzt hat mir gerade erklärt, es gibt irgendwo wohl einen Switch zwischen Boiler und Wasserversorgung, aber woher sollen wir es wissen? Wir haben nur einfach gesehen, der Boiler. Da habe ich gesagt, Schatz, sollen wir nochmal zur Rezeption gehen und wieder Zimmer wechseln? Nein, wir bleiben, wir haben keinen Bock gehabt. Wi-Fi hat es auch keins gegeben, deshalb der Link hier zu dem Hotel. Vielleicht ist toll, vielleicht ist nicht. Bleibt jeden für sich selbst überlassen.
Wir starten. Heute mega geil Moped fahren. Wetter 32 Grad. Hammerhart. Macht es gut. Viel Spaß. Jetzt aber! Ich resette kurz unseren Kilometerstand. Was, schau, der hat automatisch resettet. Nein. Und gesamt sind wir schon 190 mit dem Bike gefahren. 2 resette ich immer für den Tag. Polizia! Vielleicht suchen Sie einen Ducati. Schau, Sie sind stehen geblieben. Beim Zebrastreifen. Schau, wie er gegrinst hat, hast du gesehen? Schau, echt viele Polizei, aber das ist schon Auto Nummer 3 heute auf 10 Minuten. Wahnsinn, Polizeiauto Nummer 4. Wahnsinn, 5. Die Blinker sieht man so schlecht hier, weil das Licht so hell ist. Die sind wirklich komisch mit der Vorrang, hast du gesehen? Nee, die Gesetze sind überall gleich, aber sehr merkwürdig. Ich glaube, die Leute bleiben einfach stehen, weil sonst endlos Verkehr kommt. Ja, das ist Hardcore. Ich glaube, die Ampel war auf jeden Fall rot, aber der hinter mir hat nicht gerechnet, dass ich stehen bleibe. Irgendwann kommt bestimmt der Zug. Aber wir waren ja noch nicht drauf. Ja, dass der Schrank nicht auf den Kopf fällt. Na, dir auf jeden Fall. Ich kann ja noch absteigen. Jawohl, und ich kann zurückrollen. Haben wir doch überlebt. Eine kleine Maus, nicht gemacht für Italien, die Russen. Dem Tode nah, wie vor dem Löwen, Schatz. Schmal machen, Schatz. Traumparkplatz. Die Frage, die uns aktuell beschäftigt, wo sehen wir Salinen? Und weil wir gerade mit einer 8-Arm Spider dieses mega geile Konstrukt befestigt haben und ich voll stolz bin, gönnt euch. Man kann weiterhin den Kofferraum aufmachen. Amazing. Echt amazing. Dann, wir suchen die Salinen. Salinen zur Salzgewinnung hier in Trapina. Und meine Frau ist die glücklichste der Welt. Die Hitze um 12 bis 1 Uhr mittags macht ihr heute ziemlich zu schaffen. Sieht man hier aber kaum an. Yeah, eine Windmühle. Da drüben noch eine Halbwindmühle. Da hinten noch eine andere Windmühle. Dort noch eine kleine Windmühle. Genau, wir sind gerade auf der Suche. Dort ein Überbleibsel von der Windmühle. Genau, das scheint die einzige zu sein, die so wirklich intakt ist. Deshalb, wir suchen jetzt noch 1, 2 perfekte Fotomomente. Die Freundin da drüben macht es gerade. 33 Grad, 13 Uhr, wunderbares Mopedwetter. Mit einem richtig geilen Rennreifen und einem Racebike auf einer Alpenstraße. Hier etwas warm, dennoch sehr geil. Bald wird endlich Moped gefahren. Ich freue mich, hier aus dem Startgebiet rauszukommen. Und heute Abend Unterkunft gerade gebucht. Wie geht's nach Siacca über Corleone. Ei. Das wird ein Hit. Ich glaube auch, das wäre die Hölle jetzt, hier auszusteigen. Snacktime. A few moments later. Ich freue mich auf ein paar Kilometer, Baby. Freuen Sie sich auch? Ja.
Ich habe jetzt keine Musik eingeschaltet. Ich auch nicht. Ich genieße die pure sizilianische Luft. Ja, das kann ich nicht genießen. Dann ist mir noch heißer. Ist mir echt viel zu heiß. Ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Landstraßen sehen, wo es gemütlich wird. Also jetzt sind wir zumindest aus diesen Hauptstraßen raus, wo man nur 30 fahren darf oder 50. Also mit Geschwindigkeitslimits hat sie echt ein Problem. Die Geschwindigkeitslimits sind ungefähr immer 40 km/h unter dem, was vernünftig auf der Straße wäre. Und damit meine ich absolut legal vernünftig. Bedeutet eine ganz gemütlich ausgebaute Landstraße. Okay. Ciao. Hat echt Tempo 30. Die Einheimischen fletzen direkt mit 100 drüber. Aber ja, ab 40 km/h zu schnell wird es richtig happig hier. Deshalb fahren wir 70 oder auf der Autobahn eine Baustelle, wo einfach 10 steht. Tatsächlich 10. Davor hast du 100, dann steht 10. Ziemlich unseriös. Der Italiener fährt direkt 120 durch. 80 oder 60 auf der Autobahn werden komplett ignoriert. Das sind so die Eindrücke. Vernünftiges Tempolimit kann man sagen, gibt es nur in Städten, wenn 50 ist. Andele, 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 andele. Meine Güte, 35 Grad, mein Schatz. Schlimm dich. 35 Grad. Gute Fahrt, Schatz. Gute Fahrt. Ich liebe dich. Da kriegen wir sogar noch Enduro Spirits hier. Also schön genießen. Corleone Hase, links, rechts. Castello kommt jetzt und vorne kommt der Blaso. Also Blaser eigentlich. Ist doch ein Wahnsinn, wie viel Polizei hier rumfährt, allgemein, im Inland. Ich habe heute sicher schon 10 Autos gesehen. Wir machen ein kleines Päuschen, nochmal eingecremt. Und meine liebe Freundin ist auf der Suche nach dem perfekten Foto von vielleicht Marillen. Diesem Baum auf jeden Fall. Yeah, was man sagen kann, wir haben gerade die ersten paar richtigen geilen Kurven hingelegt und irgendetwas ist echt geschliffen bei uns. Wahrscheinlich der Hauptständer, haben wir gesagt. Das heißt, geiles Moped. Hat richtig Spaß gemacht. Die Reifen sind schon langsam schön angefahren. Das Moped war ja niegelnagelneu, hat gerade mal 2000 Kilometer drauf gehabt. Und dementsprechend fährt es auch wie eine 1. Und ja, macht wirklich super Spaß. Ich meine, man muss einfach ganz gemütlich durchrollen. So zwischen den Kurven auf den Geraden mal beschleunigen geht nicht, wirklich. Scharf anbremsen geht. Aber wippt halt ein bisschen, deshalb eher den Schwung so mitnehmen und schön durch die Kurve fahren. Genau, geil. Was man mitnehmen kann eigentlich vorhin, ich würde echt sagen, wenn ich sage Schweiz, Straße 1a, danach wahrscheinlich Deutschland, Österreich und Frankreich auf Platz 2. Danach kommt Bosnien und danach kommt Sizilien. Unfassbar für meine aktuelle Interpretation, weil ja,
was wir heute da für Straßen gefahren sind, war echt abartig. Außerdem habe ich überhaupt nicht den Durchblick. Ich weiß nicht, wie viele Fahrverbotstafeln wir heute auch einfach straight durchfahren sind, weil da alle durchfahren und weil die Leute die Straße ganz normal benutzen weiterhin. Irgendwie sehr merkwürdig. Aber ja, deshalb, so schlagen wir uns durch Sizilien. Macht riesig Spaß. In Corleone waren wir. Wäre traumhaft gewesen, die Drohne dabei zu haben. Der Wind war aber heute wieder abartig. Also was man sagen kann, wenn ihr eine Drohne habt und sie hier fliegen lasst, vielleicht lasst sie nur im Inland fliegen. Oder wenn ihr aktuell gerade gar keinen Wind spürt, auf keinen Fall irgendwie zwischen Bäumen in der Deckung, sondern dass ihr schön auf der Kuppe seid und auch selber ungefähr so ins Gefühl bekommt, wie viel Wind da draußen wirklich abgeht. Also alles geil, wir auch geil und in 45 Minuten sind wir in der Unterkunft. Dann können wir unsere Geilheit ausleben. Wir freuen uns riesig. Heute ein Apartment gebucht, wieder mit Privatparkplatz. Wenn schon nicht im ersten Anlauf im zweiten, aber im Inland sind wir soweit eigentlich einer Meinung, sieht das eigentlich echt vernünftig aus in den Städten. Auch mit den Parkmöglichkeiten und die Leute eigentlich sehr gemütlich. Ich weiß nicht, ob einen alle wirklich mit einem Lächeln empfangen. Bin mir da noch unschlüssig, aber zumindest, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, freuen sich alle, mit denen man ins Gespräch kommt. Die Aussage, wie findet ihr Sizilien? Und wir sagen gut, sind die Leute nicht ganz so überzeugt, ob sie es selber auch gut finden, vom subjektiven Eindruck. Wir packen es an und starten wieder weiter. Ich finde Sizilien auch nicht gut. Du findest Sizilien auch nicht gut. Möchtest du uns Feedback geben, Schatz? Ich finde alles scheiße. Es ist super heiß, auf eine Hitze. Es ist alles dreckig, schmutzig, Müll einfach bis zum Hals und Chaos. Danke für dein ehrliches Feedback. Genau, was man auf jeden Fall sagen muss mit dem Müll, das ist auf jeden Fall ein Problem. Tatsächlich auch in Bosnien sauberer gewesen. Aber ja, altbekannt. Also ich kenne es zumindest genau, dass das in Sizilien und in Italien allgemein ein Problem immer wieder ist. Zwischendurch auf den Straßen, in der Hecke. Genau, das sind eher die kleineren Sachen. Meistens liegen ganze Container, Säcke, was auch immer, in den Straßen, neben den Straßen, auf den Parkplätzen. Bis später. 36 Grad hat es hier. Spring rauf, holen wir uns ein bisschen Fahrtwind. 63 Grad. Sind das Oliven? Jetzt habe ich es auch schon drauf, Schatz. Einfach auf den Vorrang scheißen und sich selbst Vorrang geben. Ja, sicher, sicher. Meine Füße sind zu kurz. Alles perfekt, passt schon. Das hat uns zur falschen Adresse geführt. Sonst wären wir voll pünktlich gewesen. Aber es sieht auch nicht ganz seriös aus hier, also perfekt. Kannst du regeln, dass es nochmals aufgeht? Juhu! Grazie! Nicht geschafft, dieser verrückte Stadtverkehr macht mich noch komplett kaputt. Ciao. Hi, How are you doing? Here. Hey. Hi, I'm Raman. Michael, nice to meet you. Angekommen mit Pool vor der Haustür. Jetzt. Tschüss. Wahnsinn. 215 Kilometer sind wir gefahren gestern und schon 405 Kilometer mit diesem hübschen Bike. Perfekto! 29 Grad um 8:29 Uhr. Alles Salabim-Sam. Salabim-Sam-Sam. Alles klar, Express-Taxi nach Palermo, habe ich gehört. Festhalten! So, ganz wichtige Lektion für alle, die nach Sizilien kommen. Einen Kreisverkehr, den die Einheimischen hier nicht für sinnvoll erachten, den fährt hier auch niemand. Also nicht davon ausgehen, dass jemand im Kreis fährt.
Spannend, weil hier gar keine Mopeds stehen. So ein wenig, als ob dieser Platz heilig ist. Und zwar haben wir das Moped hier auf diesem mega geilen Platz abgestellt und ja, haben tatsächlich einen Strafzettel gekriegt. Also da hinten stehen noch zwei andere Mopeds am Platz, deshalb die totale Willkür. In dem einen Wort stehen Mopeds übereinander, Mopeds werden gestohlen, mein Moped wird gestohlen und niemand kümmert sich drum. Und im anderen Ort kriegst du einen Strafzettel, weil du einfach hier am Straßenrand parkst. I don't like. Wenn ich mir überlege, ob ich nochmal nach Sizilien komme, ist mir voll egal, dass mein Moped gestohlen wird und ich will wiederkommen. Aber totale Willkür kann ich nicht akzeptieren. Würde ich nicht wiederkommen. Mann, ich habe heute gesagt, il conto per favore. Das hat geklappt wie eine 1. Ich sag's euch, dieses Bike so easy zu handeln, so easy zu fahren, so leicht, so spritzig. Alleine auf jeden Fall und ja, ich meine, es dauert definitiv mehr Zeit, bis man auf Tempo 100 ist. Aber hey, macht richtig Spaß, die Gänge voll durchzuziehen. Erinnert mich immer an das ein oder andere YouTube-Video, wo man so einen Typen sieht, der nicht beschleunigt und den Arm immer so durchzieht. Boah, der Hit! Und dann noch dieses Apartment, mega geil. Alles großartig gelaufen in dieser Stadt. Chaka! Wir packen jetzt. Willkommen an Tag 7, Bonita. Und auf geht's. Ja, grazie. Si. Also, dass man die Strecke mit einem Porsche fahren kann, bezweifle ich stark. Wir drehen um. Immer wenn du etwas zu trinken siehst, lass uns bitte was kaufen, weil wenn wir hier eine Panne haben, haben wir auch ganz andere Probleme. Das hier ist keine Straße mehr mit Schlaglöchern, das hier sind nur noch Schlaglöcher, wo einmal Straße war. Da kann man überhaupt nicht von Fahrvergnügen sprechen und überhaupt nicht von... Es ist eine erbärmliche Zumutung auf... Alter, wir haben hier Senken dabei gehabt von 30 cm. Ich denke an das... Sie stimmt mir zu, sie möchte das Video hijacken, Fotobomben, Videobomben. Da waren Senken von 30, 40 cm. Wenn du hier mit einem Straßenbike vorbeikommst, ist es einfach total schaden. Im Sinne von, die Bodenfreiheit hast du gar nicht. Dass du da bepackt, spring rauf Schatz, dass du da bepackt mit Beifahrerin, Sozius und Gepäck drüber kommst. Ich sage, ohne Enduro oder Reise-Enduro hast du hier keinen Spaß. Und das wäre auf jeden Fall auch was, wo ich sage, okay, ich kann es voll verstehen, wenn alle SUVs kaufen.
Weil hier brauchst du einfach SUVs, theoretisch. Aber ja, so sieht's aus. Hardcore. Einfach Hardcore. Ist aber einfach hier rauf, müsste uns direkt zu einer Bar unseres Vertrauens führen. Ich liebe dich. Also im Losfahren ist dieses Motorrad so geil. Irgendwas, wo man da draußen sitzen kann, wäre auf jeden Fall nice. Einfach drauf schauen und Ansatz. Ich schau woanders, dass wir woanders umdrehen können. Hier ist schlecht. Steigst du mal ab. Das war ein super nettes Päuschen. Vorfahrt startklar. Dann spring drauf. Schön zur Mittagspause ein bisschen gechillt. Schau Aussicht. Jetzt sollten wir auch eine anständige Route haben. All diese komischen Dorfstraßen habe ich einfach gelöscht. Weiter geht's. Hardcore. Oh yes, baby! Angekommen, aber eins ist klar, damit du in Sizilien manchmal gut vorankommst, musst du mental und physisch bereit sein, das Tempolimit ums Doppelte locker zu überschreiten. Das ist heftig. Doppelte Sperrlinie, wir fahren 60 statt 60, fahren wir schon 100 hinter dem Audi nach. In dem Moment überholt uns über die doppelte Sperrlinie noch ein Smart. Volles Tempo. Genau so geht es ja die ganze Zeit. Einer von 1000 Sizilianern hält sich vielleicht ans Tempolimit, fährt 10 km/h zu schnell. Alle anderen geben einfach Stoff. Ja, heute sind wir angekommen in Lasia. Es ist ganz nett hier. Wir schauen uns mal um. Mega geil. Wir haben noch Pizza von gestern. Traumhaft. Gorgonzola, Tomaten, Speck. Voll geil. Genau, und hier ist unsere Unterkunft. Kommen bestimmt noch nachher Eindrücke. Zuerst habe ich heute gedacht, wir werden niemals gute Straßen erleben. Und ich wollte euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr anständige Kurven fahren wollt, kommt es niemals nach Sizilien. Und mit einem Racebike kommt es sowieso nie nach Sizilien. Am Ende waren die Straßen eigentlich voll in Ordnung. Man darf, glaube ich, nur die hauptdicken Bundesstraßen fahren. Genau, Tempolimit ist dort zwar auch 50, obwohl sie pro Spur 4 Meter breit ist. Das ist vielleicht das einzige mentale Problem. Also wenn ihr nicht schneller als das Tempolimit fahren wollt, kommt es niemals nach Sizilien. Passt. Tschüss, bis bald. Oh yeah, willkommen an Tag 8 in Sizilien. Es ist der Hit. Heute geht es weiter Richtung Osten nach Saracusa. Na Monita, wem gehört die Welt? Das Hotel war übrigens der Hit, genau Link in der Videobeschreibung. Kommt hierher, gemütliche Zimmer, Balkon, Meerblick,
alles dabei, was man braucht. Das Zentrum gefühlte 10 Minuten entfernt und der Strand ebenso gefühlte 15 Minuten, wenn man hingehen will. Ein bisschen schmutzig dort, aber ich würde sagen, der Klassiker, besser kriegt man es nicht und immerhin geiler Sandstrand. Dementsprechend, wir freuen uns riesig und da sollen ein paar geile Straßen zwischen uns und Saracusa sein. Aktuell sind wir gerade in La Sita, Tagesdistanz knapp 200 Kilometer. Gestern 200 Kilometer, heute 200 Kilometer, resetten wir mal. Gesamt sind wir schon 600 Kilometer mit dem schönen Schmuckstück unterwegs. Spring rauf, Maus. Sau gemütlich. Eigentlich kommen wir mit dem Tank locker immer einen Tag durch. Wahrscheinlich schafft ihr echt 300 Kilometer. Bereit? Gute Fahrt. Lässt uns rocken mit diesem Präzisionsgerät. Ist das wieder Einbahn? Das weiß man hier nie. Ich glaube, aus diese Richtung. Ich freue mich riesig! Schade! Wenn es nicht nach Abfall und verfaulten Müll stinken würde, wäre es der Hit. Hast du gelesen? Desaströser Straßenzustand, 50 km/h. Da waren wir aber schon mal. Leider. Einmal im Kreis gefahren. So, da geht doch was mit dem Moped. Das hat Spaß gemacht. Schau mal, hier sind wir uns letztes Mal verfahren und schauen wir mal. Ja lol, Alter, der will, dass wir auf der Autobahn umdrehen. Wir fahren einfach mal vor und schauen, ob eine Auffahrt in die andere Richtung kommt. Daumen drücken. Yeah, das sieht richtig aus. Achtung. Bereit? Alles okay? Yes, Tankstopp. Mann, 38 Grad hat es gerade gehabt. Wahnsinn, dass es in Bosnien 43 gehabt hat. Wahnsinnswetter, extrem heiß. Die einzige Limitation der Tenere 700 in Schräglage ist der Hauptständer. Mega geiler Tag, bisschen heiß. Freundin leidet auch ein bisschen unter der Hitze. Wir fahren weiter, haben ungefähr ein Viertel der Tagesdistanz geschafft, noch knapp 160, 150 Kilometer vor uns. Bald ist wieder Siesta-Pause angesagt. Genießt die Fahrt mit uns. Ciao. Haben wir alles? Alles zu, alles eingepackt? Hardcore, sieht nicht aus wie eine Straße. Sieht aus wie eine alte Autobahn oder so. Das könnte so eine NATO-Landebahn sein. Oh, im Krisenfall kann hier ein Flugzeug landen.
Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht mehr in Betrieb. Oder eine Straße. Ich glaube nicht, dass sie viel befahren ist oder so. Sieht man ja. Ist komisch. Ist ein bisschen wie in so einem Zombie-Film. Haha, Postapokalypse. Die Tafeln existieren zumindest. Vielleicht doch offiziell. Porsche! Der erste Porsche auf der Insel, auf der Targa-Strecke. Nicht wirklich, aber immerhin in der Nähe. Das für Konstruktionen. Eigentlich war es ein Kreisverkehr. Aber wieder mal zusätzlich Fahrvorrangregeln zum Kreisverkehr dazu. Mega der Hit. Ja, Licht immerhin. Du darfst. Eiscreme gibt's auch. Das tut gut. Schwirf dich rein, wenn du magst, den Schatten. Klar, wir setzen uns da rein. Affenhitze. Ein paar Sachen, die mir noch eingefallen sind. Erstens, die Fußbremse bei der Teneré ist echt voll geil. Habe ich bei der Ducati immer vermisst. Und zwar, hier hast du echt das totale Gefühl, wann es blockiert, wann es greift, wie sanft. Also Dosierung 1000-fach. Bei der Ducati habe ich das, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nie gespürt. War mehr so draufsteigen und vorbei. Sonst 3 Sachen noch zum Verkehr hier in Sizilien. Blinken ist allgemein optional. Bedeutet, abgebogen wird links, rechts, wie auch immer, wenn man Lust hat. Genau das Zweite. Vorsicht, die Blinker, wenn jemand blinkt, sieht man echt schlecht, weil das Licht extrem hell ist. Dementsprechend sind meistens ältere Autos mit ganz normalen Glühbirnen. Das kannst du fast nicht erkennen, mit dem Licht echt schlecht ersichtlich. Und das andere, was sie eigentlich sehr gut drauf haben, wenn sie abbiegen, das machen sie eigentlich super. Fahren sie eigentlich schon immer in die Richtung, auch wenn sie nicht blinken. Bedeutet, sie fahren links. Und was sie eben nicht machen, was Deutsche, Österreicher und bei uns sehr gern gemacht wird, man reiht sich links ein und bevor man links abbiegt, macht man noch so einen Rechtsschlenker. Oder man biegt rechts ab und bevor man rechts abbiegt, macht man so einen Linksschlenker in die Mitte der Straße. Genau, das macht hier niemand. Sie bleiben einfach rechts und sie bleiben einfach links und sie lassen andere vorbeifahren. Machen sie auch bewusst, kriegen sie allgemein gut hin. Passt. Wir machen ein typisches Siesta-Päuschen, 1 Uhr mittags. Bis bald. Wir haben gerade gesehen, heute auch Warmwetterwarnung von behördlicher Stelle. 36 Grad, extreme Temperaturen. In 90 Minuten sind wir am Pool. Also alles perfekt. Lustige Sache noch, der Reifen mittlerweile hier schön angefahren bis an die Flanke. Der Hauptständer ist die Limitation also. Dementsprechend weiter als der Reifen das anbietet, geht gar nicht. Ja, passt perfekt. Reifen passt zum Moped. Hauptständer passt zum Moped. Alles in allem. Schon so riesig viel Spaß haben mit dem Bike. Passt, bei uns geht's weiter. Bis später. Ja dann, ganz gute Fahrt, Hase. Das ist eine Aussicht, oder? Das Tal ist vollkommen verrückt. Natürlich Tempo 50, Sperrlinie. Das muss man wissen. Aber sonst traumhaft. Mein Handy sagt sogar schon Temperatur zu heiß. Affenhitze, weiter geht's. 30 Grad. Okay. Der hat sicher extra schwer hier. Wenn sie dich da erwischen, ist es vorbei, Alter. Links war die Polizei mit Radarkontrolle. Der Typ ist vorher noch 120 gefahren. Bei 50. Da bist du alles los. Jawohl, Hase. Wenn schon, denn schon, will ich so. Stell uns mal hier in den Schatten fürs Erste.
Du darfst 240 Kilometer bei 36 Grad, Schatz. Du hast den Oscar, der Motorradfahrer, verdient. High five. Noch ein kleines Update. Erstens, ich liebe das Moped. Man kann gemütlich im 5. Gang 30 fahren und hier einfach schön durchkehren, durchschlängern. Auch im 6. Gang 50. Ganz gemütlich, nichts schiebt. Und man hat immer noch ein bisschen Schub, wenn man dann am Ende raus beschleunigen will. Ganz gemütlich, ganz liebevoll, kann man fast schon sagen. Und das Zweite, wir haben gerade die erste Polizeikontrolle gesehen. Davor noch 110, 120 bei Tempo 50 mitgefahren. Und dann sieht man sie im Gegenverkehr. Komischerweise haben wir irgendwie alle Bescheid gewusst. Alle sind plötzlich dort auch 50 gefahren. Sehr merkwürdig. Verstehen wir es? Nein. Wollen wir es verstehen? Ja. Was passiert, wenn sie dich erwischen? Adios, Leben. In diesem Sinne, war geil mit euch. Macht es ganz gut. Wir springen jetzt in den Pool. Tschüss. Welcome to paradise. Geil, das war auch eine Yamaha Tenere. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 9. Unfassbar, schon Tag 9 abgefahren. Und zwar, wir gehen jetzt heute an zum Ätna. Nachdem die gestrige Tour eigentlich komplett unspektakulär war, wir sind eigentlich nur Bundesstraße gefahren, auf Tempo 50 mit Tempo 120 und das war irgendwie sehr, sehr ungemütlich. Also haben wir heute gesagt einfach, stelle ich mir jetzt echt nicht spektakulär vor und auch das Inland quasi sieht immer gleich aus. Und wir fahren einfach zur nächsten Unterkunft, laden dort unsere Sachen ab, da treffen wir Jürgen von der Bosnia Rally, geil, ich freue mich schon riesig. Der macht gerade TED-Tour, ist bis Albanien gefahren und fährt hier jetzt über Sizilien, Korsika und Sardinien wieder zurück, andere Reihenfolge, aber richtige Inseln. Genau, wenn wir schon beide auf der Insel sind, müssen wir uns treffen. Er hat quasi auch das Video, sollte die Tage online gehen, den Offroad-Saisonstart gemacht da in Slowenien, noch mit der Multistrada. War richtig geil. Deshalb freue ich mich riesig auf Jürgen. Wir fahren einfach zur nächsten Unterkunft, straight 2 Stunden ohne Autobahn, lassen es uns da gut gehen, haben wieder einen Pool und treffen uns dann mit Jürgen auf dem Ätna heute. Also wenn alles nach Plan geht, fahren wir mit der Seilbahn so gegen 15, 16 Uhr auf den Ätna, chillen ein bisschen, Südseite, schauen ein bisschen die Umgebung an, freue mich auch auf den Ätna hochzufahren, aber wir werden in quasi Wander-Spazierausrüstung hochfahren, also ganz piano, aber freue mich trotzdem riesig. Und ja, geil, das ist der Stand von Sizilien Tag 9. Opa! Genau, ein kleines Upgrade. Ich habe von meinem Helm gestern einfach das Visier abgebaut. Es ist hier so verdammt heiß. Also das Visier, wenn man knapp gegen 100 kommt, klappt es bei mir immer automatisch zu. Ist die Mechanik wahrscheinlich schon ein bisschen durch. Da habe ich es einfach runtergeschraubt. Ist jetzt quasi im Heckkoffer. War einfach mit Sonnenvisier. Tiefenentspannt. Passt. Bis später. Oh yeah, traumhaft. Checkout hat perfekt geklappt. Was es jetzt noch als Optionen gibt, ist einerseits, es gibt einen Tennis-Store hier und meine Freundin braucht unbedingt neue Stiefel. Mal schauen. Und das zweite, gute Neuigkeiten. Ich habe eine Probefahrt ausgemacht, sobald ich in München bin. Mit einer Africa Twin 1100. Bin schon richtig gespannt. Keine Ahnung, gefällt mir irgendwie. Das Bike ist super geil. Bin sehr gespannt, ob die roundabout 110 PS geil sind. Und bin auch voll gespannt auf die CarPlay und Android Autolösung. Mega geil. Ich finde, das ist das Einzige, was sich auszahlt, was wirklich funktioniert, was geil ist. Yeah, amazing. Freue mich. Bei KTM tue ich mir noch immer schwer, weil sie haben weiterhin kein einziges Bike hier in der Umgebung München, wo eine Vollkasko inkludiert ist. Das ist problematisch. Sonst noch heute, der Morgen hat komplett gefällt. Ich bin extra um 8 aufgestanden, habe richtig Bock gehabt. Hier gibt es Fitnessgeräte draußen. Ich wollte einen Workout machen und eine Runde schwimmen gehen. Der Pool war noch nicht fertig, im Sinne von, der wurde von einem Roboter gereinigt und war abgezäunt. Und bei den Fitnessgeräten sagen wir, da war so ein Multifunktionsgerät. Ihr kennt es vielleicht, mit dem du 26 Übungen in einem machen kannst. Und da hat diese Stange gefällt, dass du mehr Gewicht einstellen kannst. Dementsprechend war nur die niedrigste Stufe möglich und dann habe ich mir gedacht, nee, da halte ich lieber die GoPro für euch stattdessen. Also deshalb schade. Habe mir dann ein paar 1000 PS Videos angeschaut über die 8 Reise-Enduros, die aktuell getestet worden sind. Bin mich jetzt am Umorientieren. Macht's gut, bis bald. Ich habe nochmal das Geländeprofil auf Google Maps gecheckt. Ich kann Kalimoto einfach nicht vertrauen, hat mich heute schon wieder verarscht. Da sind Berge im Westen und ja, es ist schon sehr schwer für mich, bei Bergen nicht vorbeizufahren. Also haben wir jetzt umgeplant, wir fahren nicht direkt zur Unterkunft am Ätna, wir fahren noch durch die Berge.
Rauf mit dir, Maus. Alles gut? Ja. Gute Fahrt. Wir fahren vor und dann gleich rechts, dass du weißt. Machen wir einen Kickstart. Start in den Tag! Ich glaube, eines der Manöver habe ich falsch gemacht. Genau, also irgendwas ist falsch mit dem Schwarzen. So, hallo. Ist nur die Frage, ob wir jetzt hier richtig sind. Ist uns egal. Dann sagen wir mal den Hunden Tschüss. Tschüss Hund. Aber wegen unserer Drohne bin ich mir fix sicher, dass diese Funkmasten schuld sind, dass hier einfach nichts geht mit Drohnenfliegen. Zumindest nicht mit der DJI Mavic 1. Was sagst du, Schatz? Was nicht auch Wind? Ja, aber schon auffällig, oder? So viele Funkmasten. Also was wir gesehen haben, war einfach, dass die Funkverbindung die ganze Zeit abgebrochen ist. Dann noch in Kombination mit starken Windböen. Und ja, wir haben ja Monte Pellegrino haben wir schon so ein Setup gesehen von unendlich vielen Funkmasten. Genau, hier sehen wir es jetzt nochmal, also bin mir sicher, dass das etwas damit zu tun hat. Weil zumindest im Herbst ist die Drohne noch perfekt geflogen. In so Gegenden wie hier, wo einfach Tempolimit 50 ist und alle Einheimischen mit 90 bis 110 durchfahren, oder schneller, würde ich empfehlen, schnappt euch einfach immer einen Einheimischen, der so ein vernünftiges, zu schnelles Tempo fährt. Schenkt euch einfach gemütlich hinten dran mit genug Abstand. Macht so einfach ein paar Kilometer, weil hat ja voll gar keinen Sinn, hier 50 zu fahren. Das ist einfach leider Fakt. Das ist meine Taktik. Aber ich habe auch schon in Italien, also so Norditalien habe ich schon miterlebt, dass gewisse Leute einfach gar keine Skrupel haben und dann auch durch so Ortschaften wirklich konstant 110, 130 weiterfahren. Muss natürlich immer schon die Strafen ein bisschen in Gedanken halten und wissen, wann die Exit-Strategie angesagt ist. Wenn dich und den jemanden dann zusammen erwischt, ist es einfach vorbei. Finanziell. Aktuell konfiszieren sie fix ein Fahrzeug und du bist einen vierstelligen Betrag locker los. Mittleren wahrscheinlich sogar. Immer alles schön im Rahmen halten. Es ist heute 29 Grad, es ist heute eigentlich angenehmer. Wir haben schon das erste Mal den Ätna gesehen, so in diese Richtung. Und ja, ich bin so froh, dass wir hier reingefahren sind, weil hat sich ausgezahlt. Location gerne in der Videobeschreibung. Und ja, Berge sind doch immer ein guter Garant für geile Kurven. Habe ich ein Glück. Noch kurz geschaut, ob die Kamera überhaupt läuft. Das wäre sonst auch der Hit gewesen. Also ja, Mann, das hat mal einfach richtig Spaß gemacht. Ich wechsle noch den Akku bei uns und dann geht's weiter. Mann, geiles Bike. Geiles Bike, macht richtig Spaß. Heute am Vormittag, ihr habt es schon gesehen, richtig Lust und Laune gehabt, die Gänge durchzuballern. Was dann? Bis später. Oh,
Perfekter Asphalt. Ein Traum! Ja, was muss man mit dieser Frau hier mitmachen? Auf einem Beschleunigungsstreifen in Sizilien unter einer Föhre stehen für ein perfektes Foto. Aber ich bin mir sicher, hier ist es vollkommen in Ordnung, weil keiner wird hier rauskommen wie Rambo und einfach mich hier erwischen. Wird einfach nicht passieren. Das ist schon wieder hardcore merkwürdig. Na, da kommt ein Auto, also. Fahren wir vorbei, der steht schon. Da sind wir zumindest nicht ganz falsch. Wenn hier auch noch andere fahren, versuchen den richtigen Weg wieder einzuschlagen. Genau, wir hätten echt geradeaus oben auf dem Feldweg fahren sollen scheinbar. Und dann sind wir wieder auf der Bundesstraße. Heißt hier umdrehen. Genau, ja, steigt gerne ab. Einfach nach hinten schieben. Ja, das wäre der Plan. Top. Achtung, aus dem Weg. Oben werde ich vermutlich im Stehen fahren, dass du weißt. Sehr gut. Bereit, Maus? Ja, gute Fahrt. Gute Fahrt. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the Alles in day I Ordnung? die. Irgendwie habe ich es mir gewünscht, trotzdem hätte ich es gern vermieden. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my ladies. Short, tall, thin, Eine offizielle Google Maps Route möchte ich hier kurz hören. one by one, billion by billion. Holding up half the sky. Traum! Google Maps, Alter. Da möchte ich mit meinem 7er BMW durchfahren, bitte. Absolut optimalo hier. Wie ist es so im Sitzen? Also, das Problem ist, ich sehe nichts. Ja, ich sehe weiß. nach vorne. Da, wo wir nah an der Kante gefahren sind, wo der Graben ist, da war es schon gefährlich. Komm, spring auf. Und was soll ich machen, wenn du dann im Stehen fährst? Einfach sitzen. Einfach so, wie du es bisher gemacht hast. War alles perfekt. Bereit? Sollte nicht so lang dauern, 5 Minuten maximal bis zur Landstraße. Schau mal nur ganz kurz bitte, ob wir in die richtige Richtung fahren. Gut gemacht. Ne, für mich ist eigentlich angenehm, ja? Edna. Hardcore. Nur sicherheitshalber. Auf jeden Fall, jo, lol. Hardcore. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for Junge. Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Lolala. Schon, gell? Theoretisch. Ich glaube, es war richtig. Achtung, nicht schrecken, ich drehe nur sanft um. So, passt. Jetzt sind wir richtig. Oder? Echt jetzt? Nee. Kann doch nicht sein, dass der Ort nicht mal normale Straßen hat. Oh, enge Kurve. Das ist die Stilfserjoch-Erfahrung, Baby. Yeah! Ich glaube, die hat geschlossen. Oder? Das ist strange. Aber ist auch sauteuer. Fahren wir doch weiter.
Und komisch aus. Aber da ist ein Automat. Bitte runterspringen. Kannst du mal schauen, ob da vorne Visa steht? Ja, dann haben wir Glück. Ich gebe dir die Visa und ich danke hier. Damit wir den Jürgen nicht vertrösten, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Es brennt, aber heute geht gutes Tempo. Hat das Ziel erreicht, sagt der Schatz. Okay, darf ich vorstellen, links hier, 33 ist unser Zimmer. Mann, haben wir wieder ein Glück. Geil, unbedingt später chillen und hier eine Runde Dart spielen. Also, Anfahrt hat geklappt. Wir sind noch echt gut in der Zeit. Auf der Autobahn hinter so einem Kerl nachgefahren. 150, 160, wir haben glaube ich sogar mal 165 gehabt. Also klappt perfekt mit dem Moped. Entspannt. Passt. Jetzt müssen wir Zeit gut machen, weil komischerweise ist die Anfahrt 40 Minuten statt 20 Minuten zu der Gondelstation. Wir dürfen den Jürgen nicht warten lassen und die letzte Auffahrt ist um 16 Uhr. Dementsprechend müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir rechtzeitig ankommen. Bisschen Gas, natürlich mit Vernunft. Auf den Ätna. Hoffentlich verbrennen wir nicht beim Hochfahren. Mann! Ich glaube, wir haben anständig auf die Tube gedrückt, Hase. Können wir schon irgendwo hier Jürgen sehen? Da ist das. Jawohl! Ja! Da ist das. Jawohl! Oh yeah! Voll geil, wir haben es auf den Ätna geschafft. Jürgen ist da, just in time. Jürgen, wink einmal! Geil! Schatzi! Voll. Also wir haben den Jürgen nicht allzu lang warten lassen. Wir haben etwas unseriös ohne Montur ein bisschen Stoff gegeben bergauf. Hat aber gut geklappt und spazieren jetzt hier noch ein bisschen rum. Ja, weißt du. Gleich wenn dich beim Mopedfahren eine Taube trifft oder so. Weil man spürt schon, da kommt schon was. Ja, ich glaube, das ist einfach dieser feine Sand. Ja, ich glaube, ich rieche auch was. Viel gesehen, aber diese Aussicht ist absolut verrückt geil. So, meine Herrschaften, das ist alles, was man offiziell erreichen kann. Plus minus 2,9 Meter. Mega geil. Grüße vom Ätna. Ach ja, weil ich es vorher noch nicht gesagt habe. Übrigens, die Straße auf den Ätna ist mega geil. Passt aber auch, da ist ein bisschen von dem Vulkansand schon. Und dementsprechend teilweise ein bisschen schmierig. Aber ja, ansonsten mega geile Straße, mega geile Kurven. Und Schatz, wie ist der Ätna so? Schwarz. Soll man zu Fuß raufgehen? Ja. Lohnt es sich raufzukommen? Ja. Passt. Viele Fragen, alle mit Ja beantwortet. Beide auf jeden Fall. Voll der Hammer. Hallihallöchen. Und zwar noch eine kleine Randnotiz von mir. Der ein oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass ich am Anfang des Videos noch Kontaktlinsen getragen habe und am Ende des Videos plötzlich mit Brille herumgelaufen bin. Das war tatsächlich so. In Reiseführern steht, wenn du auf den Ätna gehst, trag keine Kontaktlinsen, weil dieses feine Lavagestein, das tatsächlich in der Luft ist und man riecht wirklich auch den Vulkan, also den Schwefel in der Luft. Dieses kleine Gestein ist tatsächlich überall. Es legt sich deshalb auf die Kontaktlinse und dann fängt es an wirklich zu schneiden. Wir haben es vorher im Reiseführer gelesen und ich dachte mir, wie schlimm kann es schon sein, aber sicherheitshalber das Linsengefäß einpacken und die Brille kann nicht schaden. Dementsprechend, ja, man hat es auf der Linse gespürt und ich war saumäßig froh, dass ich das Gefäß dabei hatte, weil wenn du noch 3 Stunden damit rumlaufen musst, es tut deinem Auge sicher nicht gut. Es war nach Minuten schon leicht schmerzhaft, aber wir wissen, dass, wie wenn ein Schuh reibt, man muss gleich was machen. Dementsprechend Empfehlung für euch, wenn ihr auf den Ätna geht, achtet darauf. Nehmt keine Kontaktlinsen bestenfalls. Ja dann, gute Fahrt, Jürgen. Bis gleich. Geil, sieht aber sexy aus, Jürgens Bike. Mega geil.
Allein die Serpentinen und so, mega geil. Und bei mir schlagen echt viele Viecher ein, aber die Brille hilft sehr. Aber bei meinem Ohr krabbelt jetzt was. Willkommen an Tag 10 in Sizilien. Wir brechen jetzt auf und machen Etna Late Night Tour. Was bedeutet, wir gehen um 16 Uhr auf den Etna und kommen um 22 Uhr runter und sehen hoffentlich nochmal, wir haben sie gestern schon gesehen, Lava, die den Etna runterfließt. Hier ein Foto schon von gestern. Wir freuen uns schon riesig, es wird mega geil. Wir gehen jetzt noch kurz einkaufen zur Bank. Um 16:30 Uhr geht die Tour los. Es ist 15:30 Uhr und freut man sich, mein Schatz, freut man sich auf den Etna. Freut man sich auf die Lava. Willst du die Sonnenbrille mitnehmen? Genial. Und dementsprechend, Mann, wird das ein geiler Trip. Wir freuen uns riesig. Nochmal bitte. Sehr gut, sehr gut. Immer wieder spannende Einlagen. Ist wichtig, um die Zuschauer zu binden. Das darfst du nicht reinschneiden. Sehr gemütlich hier. Wir haben es schon gesehen. Genau. Wir sind heute schon mal in den Pool gesprungen. Traumhaft. Mega geil. Bei uns ist heute echt so ein Chilltag. Ich habe so ein kleines Video veröffentlicht auf Instagram. Wir haben Workout gemacht, aufgestanden, bisschen am Pool rumgelegen. Hier laufen überall auch so kleine Eidechsen rum. Echt knuffige, kleine süße Tiere. Jetzt freuen wir uns auf ein bisschen Mopedfahren. Hasta pronto. Tschüss. Jawohl, Maus. Du hast mal eine Visakarte, richtig? Jo, danke. Immer geil, die Visakarte seiner Frau zu haben. Oh, bist du bereit? Gute Fahrt. Das ist übrigens echt ein sehr gemütlicher Ort. In dem Ort waren wir gestern auch, haben die Pizza gegessen. Gerne hier ein Foto, war ein absoluter Wahnsinn. Pizza zwischen 6 und 8 Euro und absolut lecker. Rauf mit dir. Letzten Endes haben wir viel zu viel bestellt. 2 Salate, eine Pizza, einen Pizzastrudel. Für 3 Leute war es mehr als genug, haben 40 Euro bezahlt. Knapp. Schau, eine Hochzeit. Irgendwo hier sollte eine Bank sein. Sand. Ich lass dich absteigen, ich mach den Rest. Ich freue mich auf eine tolle Tour. Moped. Perfekt. Abgestellt. Bei uns geht es gleich los zum Etna. Passende Bergschuhe haben wir auch noch bekommen. Deshalb absolut optimal. Wir freuen uns schon riesig. Dann ging es los mit unserer wunderbaren Wanderung. Meine liebe Freundin hatte uns extra einen deutschsprachigen Guide organisiert. Dieser war wirklich jeden Cent wert. Dieser erzählte uns besondere Details über Vegetation, Pflanzen und den nährstoffreichen Boden. Beispielsweise gibt es dort die weißesten Birken und auch eine besonders gute Grundlage für eine Weidenfläche, was früher auch der Grund war, dass viele Bauern ihre Tiere über den Sommer auf den Ätna und auch in den Krater des Ätnas brachten, da sie dort eine natürliche Umzäunung hatten und dementsprechend den gesamten Sommer problemlos weiden konnten. Auf dem Ätna gab es in der Vergangenheit schon viele Ausbrüche und in der Regel sammelt sich austretende Lava in einem der früheren Krater, welcher mittlerweile verstummt ist. Ebenso hatten wir die Möglichkeit, in einen Lavatunnel hineinzugehen. Dieser entstand dadurch, dass sich Lava bewegte und an der Oberfläche viel Eis und Schnee lag, welche an den Rändern des Lavastroms zum sofortigen Erstarren des Gesteins führte und dadurch einen Tunnel im Untergrund schuf. Der Ausflug und die Wanderung sind in jedem Fall zu empfehlen. Eine Grundkondition muss in jedem Fall vorausgesetzt werden. Gesamt waren wir circa 4 bis 6 Stunden unterwegs.
Der Aufstieg ist doch anspruchsvoll, jedoch durchaus machbar. Der Abstieg wird mit Stirnlampe direkt über ein ehemaliges Lavafeld durchgeführt. Besonders zu empfehlen, hohe Socken, Bergschuhe werden zur Verfügung gestellt, denn sobald sich das Lavagestein einmal in den Schuh begeben hat, muss man dies sofort entfernen, da es sonst innerhalb kürzester Zeit den Fuß aufscheuern bzw. tatsächlich aufschneiden würde. Die Aussicht über die Küstenlinie war sowohl beim Auf- als auch beim Abstieg grandios. Man muss es einfach von diesem wunderbaren Berg gesehen haben. Zum Abschied gab es noch einen Schnaps, den sogenannten Fuoco dell'Etna. Mit 70 Volumensprozent war es ein passender Abschluss dieser grandiosen Wanderung. Geil, ein herzliches Hallo, wir sind hier mitten in Catania und auf geht's in Tag 11. Fileto. Fileto. Machst du? Festhalten. Arrivederci. Alles klar. Ich glaube, wir sind bald da. Alter. Mario hat gesagt, rechts abbiegen. Fast 1 zu früh. Müssen wir nur hinten reinfahren. Villa Conti, ja. Kannst du für uns rübergehen und die Tür drücken? Wir stehen hier ein bisschen unkomfortabel. Ich fahre einfach vor die Tür. Passt. Nur, dass wir nicht überfahren werden, wenn ein Italiener hier wild reinfährt. Wir sind gleich da, Unterkunft Conti, das Tor scheint einen Hänger zu haben. Wir freuen uns wieder auf einen gesicherten Parkplatz, einen Swimmingpool, ein bisschen Siesta und dann gemütlich ohne Motorradklamotten in die Stadt zu fahren. Mega geil. Kennt ihr das, wenn ihr einfach so eine Gefahrenquelle erkennt und euch denkt, scheiße, Alter, irgendwann erwischt's mich? Geil. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Morgen an Tag 12. Hier in, wo sind wir, Schatz? Taormina. Taormina? In Taormina. Genau, sehr gemütlich. Hier ein wunderschönes Örtchen im Norden, nördlich von Naxos. An der Ostküste, genau, super gemütliche Innenstadt, viele hochpreisige Läden, einfach gemütlich zum Durchschlendern. Und ja, ich hole euch jetzt raus aus diesem WC und bringe euch ein bisschen auf die Straße. Dementsprechend geil war es heute durch die Berge zurück nach Norden Richtung... Schatzi, Entschuldigung, wohin fahren wir? Cefalo, Richtung Cefalo, geschrieben mit C und einem Apostroph über dem U. Wir freuen uns riesig, wir fahren hier an den Bergen dabei. Gestern haben wir auch erfahren oder vorgestern, dass Sizilianer eigentlich keine Wanderer sind. Sie lieben eher das Essen und das Trinken. Sehr entspannte Menschen. Bis später, macht's gut. Ich nutze die Chance noch, Während diese Frau mit ihren Stiefeln kämpfen darf. kleines Update noch. Gestern haben wir einfach ganz Piano gemacht, sind in den Pool geschwommen, haben ein bisschen gechillt am Nachmittag. Waren dafür dann noch bis 3 abends in der Stadt spazieren. Hier einfach ein paar Eindrücke mit dem Handy aufgenommen. Haben ein
altes Theater besucht, echt top, muss man sagen. Wir haben einfach eine geile Aussicht direkt dahinter der Ätna, aus dem Lava noch weiterhin rausströmt. Genau, wir im Theater die Dämmerung miterlebt und genau dann am Abend noch was essen gegangen und in der Stadt rumgeschlendert. Sonst hat es nichts Besonderes gegeben, es war dann schon dunkel, da lohnt es sich nicht, die GoPro auszupacken. Deshalb einfach einen Tag Piano. Jetzt sind wir noch 2 Tage auf Sizilien und haben uns einfach vorgenommen, in Cefalù ein Hotel am Strand, direkt beim Strand mit Pool wieder. Einfach Piano, nochmal das Beste vom Urlaub mitnehmen, ein bisschen runterkommen, vom nach Hause fahren und das war's auch schon. Dementsprechend wird es voll geil. Heute noch ein paar geile Fahreindrücke. Ich freue mich riesig auf die Teneré und Baby? Ich freue mich richtig auf die neue BMW GS. Diese Frau hat so faustig hinter den Ohren. Aktuell wird bestimmt noch ein Video kommen, aber zur Auswahl steht aktuell eine Triumph 1200 GT, eine Honda Africa Twin 1100. Ich finde, die ist mega geil, aber die ist etwas untermotorisiert. Und eine KTM Super Adventure R. Genau, falls ihr mehr Details dazu wissen wollt, zieht euch am besten dieses Video rein, weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, habe ich sie wahrscheinlich schon gekauft. Adios, Taurima, Celau, Celua, go auf, Cefalù. Wir kommen. Komfortabel, Mademoiselle? Ja. Danke, dass Sie das so gut geregelt haben. Gute Fahrt. Erinnert mich, also wenn ich das so sehe, denke ich immer ein bisschen an Bilder von Kuba. Sieht für mich irgendwie aus wie Kuba, so die Palmen und die Gebäude. Auch weil sie so alt sind, weißt du? Fast wie aus dem guten alten Kommunismus. Hat einfach Lust auf ein Kaffeetratsch. Da fehlen uns 100 PS, mindestens! Er hat auf jeden Fall versucht, das Maximum rauszuholen. Aqua. Everything okay?
absteigen und den Knopf drücken vielleicht? Wir haben es geschafft. Nee. Oh, hier. Optimalo. Oh, bin ich glücklich. Letzter Stopp, Touristenhotel. Unsere Kawasaki-Tasche mit dem Zeltzeug und unseren großen Rucksack, und da stopfen wir alles rein, was wir können, geben wir als 2 Gepäckstücke auf. Den Rest tragen wir selbst. Wir hoffen, dass es klappt. Und weil wir Profis sind, haben wir uns gestern noch einen kleinen Sonnenbrand geholt. Aber halb so schlimm. Yeah, die letzten Eindrücke mitnehmen und dann auf nach München. Wir freuen uns. Vor allem auf frische Wäsche, weil in den letzten Tagen waren wir vor allem noch mal alles zu waschen. Das heißt, wir haben nichts mehr übrig. Ciao.